Servus. Endlich, ey. Boah. Mieten, ich komme. Dank dem Wahnsinns-Feedback, das ich in den letzten Wochen auf allen möglichen Kanälen von euch erhalten habe, macht es mir mittlerweile richtig Spaß, meine Abenteuer zu verfilmen. Das Ganze soll jetzt erst der Anfang der Reise sein. Ich will in den nächsten Monaten kontinuierlich daran arbeiten, besser darin zu werden, Filme zu machen. Das heißt, es wird auch weiterhin auf diesem Kanal spätestens alle 2 bis 3 Wochen ein neues Video geben. Um keins der neuen Videos zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal. Das ist für euch absolut kostenlos und hilft mir enorm dabei, hier eine kleine Community aufzubauen. Bislang hat der Großteil meiner Zuschauer meinen Kanal noch nicht abonniert, und zwar genau 92,8%. Ich kann das alles tracken. Und deshalb freue ich mich über jedes neue Abo. Der Klick auf den Daumen nach oben hilft außerdem dem YouTube-Algorithmus, meine Videos auch anderen Leuten vorzuschlagen. Also vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Liken. Und jetzt zur zweiten Bikepacking Transalp innerhalb von 4 Wochen im Jahr 2020. Falls ihr die erste Transalp noch nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch hier oben oder am Ende des Videos. So viel vorab, das Wetter sollte zwar diesmal am ersten Tag ebenfalls schlecht sein, allerdings in Summe über die 6 Tage deutlich besser wie auf der ersten Transalp. Tiefschnee bis zum Knie. Das Wetter ist einfach so scheiße. Beim letzten Mal bin ich Richtung Westen in die Schweiz gefahren, diesmal wollte ich eher Richtung Osten. Startpunkt war in Innsbruck und ich wollte erstmals über die Kitzbüheler Alpen und die Hohen Tauern und endlich mal wieder in die Dolomiten. Der einzige Fixpunkt, den ich erreichen musste, war nach 6 Etappen Bozen. Und klares Ziel war diesmal auch, so viele Gipfelbesteigungen wie möglich einzustreuen. Insgesamt werden es 5 Stück sein. Für eine Transalp ist ein Zelt absolut nicht notwendig, ich habe mich dennoch wieder dafür entschieden. Einerseits als Backup, falls etwas schief geht, andererseits muss ich so meine Etappen nicht im Vorhinein perfekt planen, sondern kann maximal frei und flexibel losziehen. Das Extragewicht, das ich dabei rumschleppe, sehe ich quasi als Training. Und weil ich schon oft danach gefragt wurde, habe ich euch eine Liste mit all meinem Equipment unten in der Videobeschreibung zusammengestellt. Und jetzt viel Spaß mit dem Film. Ich freue mich über euer Feedback, eure Anregungen und eure Fragen in den Kommentaren. Servus, Transalp Nummer 2 2020. Und ich habe richtig Bock. Kitzbüheler Alpen, Hohe Tauern, Lienzer Dolomiten und als Highlight die Dolomiten. Ich bin richtig hyped und habe Endbock. Trotz des Elans und der guten Laune war Tag 1 eine komplette Regenetappe. Ich wollte den Tag als Warm-up nutzen und um mich für die kommenden Etappen in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Ich fuhr bei Dauerregen von Innsbruck 110 Kilometer nach Osten hinein in die Kitzbüheler Alpen bis zur Oberlandhütte. Ich denke mal noch so 1,5 Stunden. Ja, dann reicht es auch für heute. Ich bin schon wieder durchtränkt. Pitschnass. Boah. Jetzt sind noch 5 Kilometer, dann habe ich es. Und es zieht sich ganz schön nochmal, aber es hat auch was, so ist nicht. Wow. So, bitteschön. Dankeschön. So, zweiter Tag und ich bin mitten in den Kitzbüheler Alpen. Traumhaft. Und endlich mal wieder andere Herausforderungen, und zwar Schweiß und Hitze. Weil die Sonne ist draußen, alles glänzt noch grün vom Regen gestern. Es ist wirklich herrlich. Und ich kämpfe mich gerade hier das Stangenjoch hoch. Laut Komoot habe ich heute 2600 Höhenmeter ohne Gipfel dabei. Und einen Gipfel mache ich wahrscheinlich auch noch, also mal schauen. Wird wahrscheinlich recht zach. Aber ich habe ultra Bock, es ist wahnsinnig schön. Und ich bin mittendrin, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. So, das erste Etappenziel habe ich erreicht, das Stangenjoch. Das war hier. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Zwischengipfel. Den großen Rettenkopf. Ich denke mal so 3 Stunden oder so, 600 Höhenmeter. Genau.
großer Rettenkopf. Aber leider gerade keine Aussicht. Schauen, ob es gleich noch aufreißt. Da war ich gerade oben, großer Rettenberg abgehakt, einer der bekanntesten Gipfel in den Kitzbüheler Alpen. Top! Jetzt bin ich wieder am Bike und jetzt gibt es die erste schöne Abfahrt dieser Transalp. So, ich bin jetzt am Radler Highway, dem Tauernweg. Und ich glaube, ich habe es echt gut geplant, weil das waren jetzt nur 15 Kilometer im Tal. Dann mache ich eine kurze Eispause, nochmal Kräfte sammeln und dann geht es rauf zum St. Pölten-Haus. Servus. Servus. Servus Mädels. So, jetzt bin ich am Hintersee. Auf der Uhr habe ich jetzt 2130 zurückgelegte Höhenmeter und jetzt kommen weitere 1100 nochmal drauf. Ich werde also über die 3000 kommen, vorausgesetzt ich schaff's. Deswegen jetzt hier nochmal eine kleine Stärkung und dann versuche ich es anzugehen. Ich denke mal, dass ich bis auf 2000 auf jeden Fall fahren kann und danach anscheinend schieben, fahren, tragen im Wechsel. Ich glaube, jetzt komme ich echt an meine Reserven ran. Habe jetzt ja nochmal eine Esspause gebraucht, habe erst 400 Höhenmeter jetzt geschafft. Nochmal 400, das ist ziemlich steil, das Gelände. Ich bin schon ziemlich platt. Aber gut, es ist 18 Uhr, ein bisschen Zeit habe ich noch, ein bisschen Tageslicht. Es soll schon gehen. Aber es ist hart. Boah, ich muss echt alle Register ziehen. Schon wieder Pause. Gerade mal 20 Minuten gefahren. Ich habe leider nichts mehr zu trinken, das ist der nächste Nachteil. Nächste Quelle erst nach einer halben, dreiviertel Stunde. Halt. Endlich, ey. Boah. Das war jetzt bitter nötig. Nach 3250 Höhenmetern reicht es mir für heute. Die Hütte erreiche ich nicht mehr. Deswegen wird jetzt hier ein Lager aufgeschlagen. Aber der Platz könnte schlimmer sein. Ich bin todesfertig. Das war heftig anstrengend. So, Tag 3 bricht an und ich bin mitten in den hohen Tauern. Sehr schön. Da, wo ich gestern quasi zelten musste, geht es jetzt weiter. Erstmal mit einer schönen Schiebelpassage hier hoch zum St. Pöltener Haus und dann mit der Abfahrt nach Matrei.
Ja, Wetter ist gut, ich bin auch halbwegs erholt. Also, ein schöner Tag wartet auf mich. Heute nochmal ein Abstecher in Hohe Tauern und dann ab morgen nochmal 3 Tage Dolomitenparadies. Yes! So, mittlerweile bin ich wieder tief drin im Hohe Tauernpark. Zum zweiten Mal heute. Diesmal von Süden kommend. Und hier sind echt geile 3000er, die hier schon rechts und links in den Himmel hochragen. Leider ist die Hütte nur auf 2000. Das heißt, ein 3000er wäre immer noch eine krasse Bergwanderung. Muss man überlegen. Mache ich dann, wenn, dann morgen früh. Heute ganz gechillt. Also, auch den Aufstieg geschafft. Jetzt sind es noch 50 Meter oder so zur Hütte. Yes, war ein geiler Tag. Ich komme. Jetzt geht's Richtung Südtirol. Finally! Kurzes Eis in Siljan. Und jetzt schrubbe ich mich hoch zur Leckfeldhütte oder Alm. Und von da noch ein bisschen schieben, tragen, wie auch immer, hoch zur Siljanhütte. Mal schauen. Ich schätze mal so 2 bis 3 Stunden. Wetterbericht sagt Regen ab jetzt. Bis jetzt schaut es noch okay aus. Schauen wir mal, wie lange es noch hält. Ooh.
Tag 5. Für das, dass den ganzen Tag Regen angesagt war, war der Morgen jetzt sogar ganz fein. Ich fahre jetzt runter ins Tal nach Siljan und dann steche ich in die Dolomiten rein. In der Hoffnung, dass es vielleicht doch mal irgendwann aufhört und nochmal aufreißt, so wie heute. Und vielleicht dann auch morgen nochmal einen schönen Tag gibt. Genau, nach Bozen ist dann nochmal ein ganz schönes Stück, aber ich habe ja den ganzen Tag nochmal Zeit am Donnerstag. Drei Zinnen, servus. Farnes Park, servus. Cristallo, servus. Mitten in den Dolomiten. Geil. Und das Wetter bis jetzt wunderbar. Also in den Dolomiten ist es selbst mega geil, Strecke zu machen. Hier an beiden Seiten, die knallen einfach so nach oben, die Gipfel, ist unfassbar. Einer spektakulärer wie der andere. Wahnsinn. Das könnte sein, dass das mein Ziel für den Abend ist. Wahrscheinlich ganz da oben, wo noch die Wolken drin hängen. Oh, wie geil! So, auf dem Weg zu den Cinque Torri. Der Regen wird tendenziell stärker. Aber ich bin schon fast da, glaube ich. Ich wette, dass man hier normalerweise eine mega geile Aussicht hat. Auf die Cinque Torri und allgemein. Leider nicht heute, aber nicht jetzt. Vielleicht nachher. Jetzt bin ich gleich da. Jetzt hat es aufgehört zu regnen endlich und es hat ein bisschen aufgeklärt. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich mit einer der geilsten Ausblicke, den ich je hatte in den Dolomiten. Das ist wirklich irre, wie das hier ausschaut. Ich glaube, man hat aus allen Gebieten was dabei und das da hinten ist der Antillao, bin mir 100% sicher. Also das ist auf jeden Fall, also 100% der beste Spot, den ich je hatte in den Dolomiten. Brutal. Sowas war nice. Allein für diesen Morgen war es die Reise bereits wert. Die letzte Etappe hatte es aber nochmal in sich, da ich um 19 Uhr meinen Bus in Bozen erwischen musste. Auf 120 Kilometer Strecke ging es über 2 Pässe, den Passo Fedaya und den Carapaz, durch traumhafte Dolomitenlandschaften. Das sind die Dolomitenblicke vom Feinsten. Unfassbar. Man weiß echt nicht, wo man hinschauen soll.
macht so Spaß. Ich bin gerade in so einem kleinen Bergdorf, in so einer winzigen Terrasse mit ein paar Einheimischen, einen Espresso getrunken, also Puder wieder. Check, geschafft. Aber lang. Ich glaube 2 Stunden habe ich jetzt hochgebraucht. Geschafft. Bin rechtzeitig in Bozen. Kurz gewaschen, ein bisschen im Klo. Alles unter Wasser gesetzt. Jetzt gibt es hier eine Pizza. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll. Aber den Hunger wird stillen. Und dann bin ich hier eigentlich schon gleich am Bahnhof. Das geht dann ratzfatz. Und dann heim. Ja, lass mir jetzt schmecken. Guten.